Salamat Sian! Wir sind jetzt schon 5 Wochen in Indonesien. Auslöser war die Einladung meiner Freundin zu ihrer deutsch-indonesischen Hochzeitszeremonie. Wir waren vorher auf Flores Island, um von dort nach Komodo und Rinca, 2 kleineren Inseln, zu gelangen und dort die faszinierenden Komodo-Warane zu besuchen, denen der Monk unbedingt nachstellen wollte, weil sie für ihn optisch Dinosaurier sind. Natürlich weiß er, dass sie nicht die Nachfahren derselben sind. Wir durchquerten nach der Hochzeit Westjava mit dem Zug, waren am Bromo, dem größten aktiven Vulkan von Indonesien, welches eine Menge an aktiven Vulkanen aufweist. Danach ging es weiter nach Bali. Das ist eine völlig andere Welt, da hier zu 90% Hindus leben, während im Rest des Landes Moslems die Mehrheit bilden. Bali ist wunderschön, aber touristisch auch sehr stark frequentiert. Wir wollten hier eigentlich die Insel mit Motorrädern umrunden und auf jeden Fall den touristisch überstrapazierten Süden vermeiden. Schwere und große Motorräder, wie wir sie in Deutschland fahren, die gibt es hier eher selten und wenn, sind sie sehr, sehr teuer. Eine große Maschine, ein Big Bike, ist hier in der Regel eine 200 Kubikzentimeter Maschine. Die gibt es hier oft als Custom Bikes. Das sind sehr cool umgestaltete Serienmaschinen, denen man ihr ursprüngliches Fabrikat kaum noch ansieht. In Yogyakarta trafen wir auf diesen lustigen Custom Bike Shop. Aber jetzt sind wir auf Lombok, der Nachbarinsel von Bali. Hier ist alles noch nicht so mega touristisch. Kenner sagen, dass Lombok eher wie Bali vor 20 Jahren sei. Wir lasen zwar haarsträubende Berichte von Überfällen mit Macheten auf Motorrollerfahrer und Motorroller-Diebstähle, aber das ist bestimmt schon Jahre her. Reden wir uns jedenfalls ein. Wir haben jetzt nur noch 6 Tage bis zum Rückflug nach Jakarta. Nein, doch. Daher beschließen wir den mächtigen Rinjani-Vulkan mit 2 Motodos zu umrunden. Der Rinjani ist der zweitgrößte Vulkan Indonesiens. Er ist aktiv und bereit, jederzeit auszubrechen. Dieser Vulkan ist mit einem gigantischen Ausbruch der Stärke 7 auch verantwortlich, dass im Jahr 1257 der darauffolgende Sommer in Europa von Dauerregen und Missernten geprägt war, es zu einer kleinen Eiszeit kam. Das letzte Mal ist der Feuerspucker im Jahr 2018 ausgebrochen. Im selben Jahr wurde Lombok von einer Serie von Erdbeben erschüttert, der 564 Menschen zum Opfer fielen. Bitte, dieses Jahr nicht. Wir waren doch erst im letzten Jahr Zeuge eines großen Erdbebens in Marokko, als wir das Land mit unseren Motorrädern bereisten. Das Leid der Menschen ist unerträglich, unfassbar. Übrigens gibt es eine mehrteilige Videodoku zu unserer Marokko-Motorradreise auf unserem YouTube-Kanal. Wir haben uns für diesen Trip für Motorroller entschieden, die sind vollkommen ausreichend für eine mehrtägige Tour über die Insel. Ich suche einen guten Verleiher in Senggigi aus. 2 Brüder bieten uns fast neue Maschinen an. Ich entscheide mich für einen Yamaha N-Max mit 155 Kubikzentimetern und 15 PS, natürlich in schwarz. Und ich wähle einen Honda Vario Scooter mit 125 Kubikzentimetern und 11 PS in Rot. Beide Fahrzeuge sind fast neu, haben nur ca. 1000 Kilometer runter. Über Bremsen und Profil müssen wir uns also keine Sorgen machen. Wir, das sind Travel Monk und Alina Reisetante. Und heute geht es los, mit je einem Tagesrucksack. Unsere großen Kofferrucksäcke bleiben für die nächsten Tage im Hotel bei Katut, der für mich wie ein älterer Schamane oder Sioux-Indianer aussieht. Tatsächlich ist er aber so alt wie ich. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go.
turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things. Hehehe, Traumimmobilie gefunden. Was wird dieser schicke Lost Place kosten? 5.000 Euro? Zumindest braucht man einen indonesischen Partner oder Partnerin dafür. Na, wenn das keine schicke Fotolocation ist, ich vertraue mal der Statik und fahre ins Wohnzimmer. Wir vermuten ja, dass das hier abends zum Sonnenuntergang ein beliebter Spot bei der einheimischen Jugend ist. Bei gutem Wetter kann man bis Bali rüberschauen. Was für eine Aussicht! Und Alina scheint nun am Scooterfahren sichtlich Spaß zu haben. Hier im Nordwesten der Insel sollen die größeren Tankstellen eher rar sein. Die Tanks der Scooter sind natürlich sehr viel kleiner als die unserer Reise-Enduros in Deutschland. Alina kommt vielleicht 150 Kilometer, ich knapp über 200 Kilometer mit einer Tankfüllung weit. Also nutzen wir die Gelegenheit an dieser Dorftankstelle, da bei den großen Tankstellen immer lange Warteschlangen zu sehen waren. Die antike Zapfsäule erinnert mich irgendwie an Vietnam. Da habe ich mitten im tiefsten Dschungel mich auch mit Frischbenzin versorgt. Allerdings haben wir beide erst einen Benzinanzeigestrich verloren. Sind ja auch noch nicht so weit gekommen. Ich fand ja den kleinen, zurückhaltenden Jungen süß, der uns so interessiert musterte. wackere Reisetante fährt meist deswegen voraus, weil an ihrem Honda-Scooter eine USB-Steckdose verbaut ist, die das Navi-Smartphone mit Strom versorgt. Bei mir ist leider nur eine Autosteckdose vorhanden und ich habe keinen Adapter dabei. Aber das ist gut so, ich würde sonst immer viel zu viel überholen und vorausfahren. Holy moly, hier wird die Straße aber langsam suboptimal für unsere Scooter, aber wir müssten bald unser Tagesziel erreicht haben.
Das ist also unsere heutige Bleibe, wieder mitten in den Reisfeldern. In diesem kleinen Bauernhof soll eine German Oma leben, wie wir erfahren. Irmgard, genannt Toni, kam vor vielen Jahren mit ihrem inzwischen verstorbenen Mann Roland aus dem Rheinland nach Lombok. Zuvor segelten die beiden 8 Jahre auf den Meeren mit einer selbstgebauten Segelyacht und Chartergästen um die Welt, bis diese gestohlen wurde. Danach bauten sie sich diesen wunderschönen Ort auf. Ein selbstgebautes kleines Wasserkraftwerk versorgt die kleine Herberge Rinjani Mountain Garden und noch 2 bis 3 Dörfer mit Strom und Wasser. Jetzt aber hat sie die Geschäfte abgegeben, sich zur Ruhe gesetzt, wie sie uns erzählt. Von ihren vielen Tieren sind nur noch ein Pferd, Hühner und der Tukan Frieder aus Borneo übrig. Die 7 vermietbaren Bungalows, die alle anders aussehen, fügen sich gut in die Landschaft ein. Das sieht gemütlich aus. Wir machen noch einen Spaziergang in die Reisfelder und lassen uns dann etwas Leckeres kochen. Ich habe wieder von einem Rinjani-Ausbruch geträumt, aber alles ruhig da oben. Am nächsten Morgen brechen wir nach einem wunderbaren Frühstück zu 2 Dschungelwasserfällen in der Nähe auf, lassen aber unsere Tagesrucksäcke hier in der Herberge. Oh, Google Maps von der Datenkrake spielt mir am frühen Morgen schon wieder Streiche. Aber okay, so sehen wir noch ein paar mehr Reisfelder. Wir parken im Dorf, da wir bezahlen müssen, hoffe ich doch auf eine anständige Bewachung unserer Scooterboniten. Den ersten Wasserfall, den Sentangile, erreicht man nach knapp 15 Minuten Fußweg über halb kaputte Stufen. Unten turnen wieder diese kleinen Affen herum, scheinen aber friedlicher zu sein als die letztens im Uluwatu-Tempel auf Bali. Dieser schmucke Wasserfall ist eine Fortsetzung des Tio Keleb, den wir heute auch noch besuchen wollen. Das ist dann aber ein längerer Marsch durch den Dschungel. Vorher wollen aber noch wildfremde Männer ein Selfie mit der Reisetante machen. Eieieiei. Der Weg zum Tio Keleb Wasserfall soll Hatti gefährlich sein. Ach, deswegen sollten wir einen Guide für 100.000 Rupien nehmen. Haben wir aber nicht gemacht. Dass wir den kleinen Fluss aber ein paar Mal durchqueren müssen, das war uns klar. Mal schauen, wer nicht reinfällt. Chaka. Der Lohn aller Mühen, der Tio Keleb. Mächtig gewaltig. Ich würde ihm eine 6 auf der 10er-Skala meiner bisher von mir gestalkten Wasserfälle weltweit geben. Wir dachten ja, wir sind hier fast allein. Schöner Gedanke, aber es sieht hier nicht danach aus. Und dann immer diese Wasserfall-Motivblockierer, die ewig Selfies direkt davor machen müssen. Es ist sehr schwer, ein Bild ohne sie aufzunehmen.
Das hier unter uns ist übrigens Frischwasser vom eben besuchten Wasserfall, das durchs Tal geleitet wird. Die Wassertrasse führt unter dem Dschungelfußweg über eine alte Brücke durch einen Felsen und kommt unten am ersten Wasserfall wieder raus. Findige Einheimische bieten das als Rafting-Strecke an. Wahrscheinlich ist das aber nur eine Klaustrophobie-Therapie für hoffnungslose Fälle. Die Probanden werden auf Autoschläuche gesetzt, aneinander gebunden, bekommen Helme und Armschützer und schon verschwinden sie in diesem Felsen, um hier wieder herauszukommen. Ich hatte vom Pusuk-Pass gelesen, der im Osten um den Rinjani herumführt. Da wir die Besteigung des 3726 Meter hohen Vulkans nicht auf der Liste haben, wollen wir wenigstens so nah an ihn heranfahren wie möglich. Oh, und ich habe heute eine junge Frau auf dem Weg zum Wasserfall gesehen, die die Treppe rückwärts runterlief. Da musste ich doch gleich mal nachfragen. Und ja, sie wurde von schwerem Muskelkater geplagt, hatte eine 3-Tage-2-Nächte-Tour zum Vulkangipfel hinter sich und weiß nun nicht, wie sie sich bewegen soll. Oh ja, das kenne ich. Colca Canyon, Peru, sage ich da nur. Ich kann da nur mit der Samaria-Schlucht auf Kreta mithalten, hatte danach 2 Tage Oberschenkel mega Autschen. Wir gestehen uns aber beide ein, dass wir weder fit genug für eine Rinjani-Besteigung sind, noch die dafür notwendige Restzeit übrig haben. Und wie geht's so? Super Straße. Ja. Das mit dem Motorrad, ja? Wir werden jetzt noch 24 Kilometer. Ich habe ja zuerst mit dem Rollerfahren etwas gefremdelt, habe es auf Flores Island zwar mal kurz probiert, aber mir fehlt da einfach Fußbremse, Kupplung und Schalthebel, wie an meiner BMW. Aber mittlerweile gefällt es mir. Äußerst praktisch finde ich übrigens die Helmhöhle direkt unterm Sitz. Zack, und das Ding ist weg. Wir haben hier zuweilen eine 1A-Fahrbahn. Ich wünsche mir einmal mehr meine Triumph-Fair. Jetzt und sofort. Aber mit dem Roller macht es irgendwie auch Spaß. Da ist er ja wieder, der Rinjani Mountain, der zweitgrößte aktive Vulkan in Indonesien. Sembalun ist eine größere Ortschaft, uns fallen mehrere Moscheen auf, außerdem große Gemüsefelder. Ich hatte gelesen, dass es rund um den Vulkan sehr fruchtbare Böden gibt und das hier sozusagen der Garten Lomboks ist. Nach der Ortschaft schraubt sich die Straße wieder kurvenreich den eigentlichen Pusuk-Pass nach oben. Auch eine Schranke ist zu sehen, der Pass kann demnach auch gesperrt werden. Ein Schild warnt hier vor Affen auf der Straße und da sitzen und turnen sie auch schon wieder rum. Wir sind allerdings zu schnell für ihre Diebestouren. Am Aussichtspunkt Pusuk Sembalun, dem höchsten Punkt der Straße, machen wir Pause, schauen auf beiden Seiten ins Tal und checken, was in puncto Unterkunft geht. Es wird gleich dunkel und auf gut Glück herumzufahren
unbeleuchteten Menschen, Tieren, Fahrzeugen auszuweichen, das ist hier nicht so zu empfehlen. Die Hotelbuchungs-App wird angeworfen und wir einigen uns auf die kleine Herberge Rautani Sembalun. Dazu müssen wir wieder 10 Kilometer zurück, den Pass noch einmal herunter, den wir morgen dann wieder hochfahren werden. Aber das macht ja dem Monk Spaß. Und mir auch. Im Rautani Sembalun werden wir schon erwartet. Es scheint eine Erdbeerfarm zu sein, von der wir morgen ein paar Früchte ernten können. It's free, wird uns gesagt. Nam nam nam. Der Bungalow ist groß und sehr sauber, wirkt neu und modern. Die Nacht war ruhig. Mal schauen, ob die Mopeds noch da sind. Sind sie? Der Rinjani sieht auch heute wieder friedlich aus. Die Alina Reisetante kümmert sich bereits um das Frühstück Add-on in Form von frischen Erdbeeren. Die sehr nette Betreiberfamilie baut schon fleißig an den nächsten 3 Bungalows. Hier rechts von uns. Und mit diesem leckeren Frühstück starten wir in unseren nächsten Roadtrip-Tag. Wir durchqueren erneut Sembalun, vorbei an den zahlreichen Moscheen. Alina fallen sehr schöne Gemüsestände auf, ne? Wir sind ja jetzt auch in Sachsen. Nein, Gemüsestände heißen die Dinger. Wir wollen uns oben auf der Aussichtsplattform treffen. Das Fahren macht sehr viel Spaß, natürlich wäre es noch reizvoller mit meiner Triumph Tiger oder Moto Guzzi, aber der 150er Yamaha Roller ist auch okay. Obwohl er bei einigen Steigungen langsamer wird, aber nie ganz aus der Puste kommt. Dies und die schöne Aussicht auf den Rinjani und die umliegenden Berge des sichtbaren Vulkangehekels ist einfach nur traumhaft schön. Die Abfahrt auf der anderen Seite des Passes steht an. Die Straße ist auch hier exzellent, fast neu und zweispurig. Es macht irre Spaß hier zu fahren, zudem ist kaum Verkehr. Ab und an ein Rollergrüppchen, von denen haben viele Probleme beim Anstieg, quälen sich sehr den Berg hoch. Die Abfahrt mündet nach ein paar Kilometern, wie auch auf der anderen Seite, auf eine ältere und zudem schmalere Straße. Die führt jetzt durch dichten Wald, Dschungel, wo uns auch wieder eine Horde von diesen Frechaffen begegnet. Es dauert noch eine ganze Weile, bis die erste Ortschaft kommt. Die Gedanken kommen wieder. Eine Woche weniger auf dem mit Touristen vollgestopften Bali und stattdessen hier länger geblieben. Hätte, Motorradkette. Der nächste Trip nach Indonesien würde für mich zum Horrorvulkan auf Krakatau und nach Borneo führen. Vielleicht sogar auf Sulawesi oder das Hinterland von Flores etwas mehr erforschen. In einer größeren Ortschaft werde ich das erste Mal in dichteren und chaotischeren Verkehr eingewoben. Der Monk sagt aber, dass ich das verdammt gut meistere. Ich kann diesem Automatikroller jetzt auch mehr Spaß abgewinnen,
habe jetzt weniger Bammel vor der hier anzutreffenden, oft regelfreien Fahrweise. Plötzlich zieht die Reisetante nach links raus. Ah, ein Postschalter. Sie bringt gern aus fernen Ländern für ihren Onkel Briefmarken mit. Der benutzt sie als Rückporto, um Autogramme von Sportlern aus eben diesen Ländern zu bekommen. An einem Alpha-Mart machen wir Rast, buchen uns ein Zimmer im Bello Bungalow, irgendwo in den Reisfeldern. Wir wollen von dort den Affenwald besuchen, der Scheuaffen zu bieten hat. Ja, einen Pool haben sie im Bello, aber etwas trübe. Die Holzhütten stehen auf Säulen, unten drunter ist eine traditionelle Plattform zum Liegen. Innen sind sie eher sehr einfach und erinnern mich etwas an das Baumhaus auf Stelzen, das ich dereinst für meine Tochter baute. Eine kleine Winzig-Terrasse ist auch dran. Das Badverlies ist dann eine Etage tiefer und der Nachbar deckt gerade fleißig sein Dach. Wir machen uns auf den Weg zum etwa 10 Kilometer entfernten Affenwald. Unterwegs gibt es Stau. In einer sehr langen Marschprozession kommen Blöcke von Kindern und Jugendlichen die Straße entlang marschiert. Jeder Block hat andere Uniformen an. Da gibt es die Judokas, die Militärkadetten, die Pfadfinder, die coolen Agententypen mit Sonnenbrille, die kopfbetuchten Mädchenfighter und zahlreiche andere Formationen. Sie scheinen aus einem großen Schulgebäude weiter vorn zu kommen. Also das Militärische gefällt mir nicht. Es erinnert mich stark an die GST in meiner Jugend im Mauerland. In einigen Kindergesichtern kann ich auch Gleichgültigkeit sehen. Viele sind aber strahlend und voll dabei. Das Ganze hat dann wohl nichts mehr mit dem Nationalfeiertag zum Gedenken der Befreiung von den ausländischen Kolonialgangstern vor 79 Jahren zu tun, denn der war letzte Woche. Der Aufmarsch der Kinder scheint kein Ende zu nehmen. Wann kommt endlich mal eine Gruppe mit indonesischen Pippi Langstrumpfs? Oder ein paar lässig dahin schlendernde und entspannte normale Kinder? Irgendwann erreichen wir unser Ziel. Wir zahlen Eintritt und ziehen mit einem Pflichtguide los. Der Affenwald ist leer, keine Menschen, aber auch keine Affen. Die muss man hier nämlich suchen, in den Baumwipfeln. Noch keinen einzigen Affen gesehen. Da kommt einem erstmal gar nichts vor die Linse. Aber der Waldspaziergang ist auch sehr schön.
Es handelt sich auch hier nicht um die grauen, uns allseits bekannten Agro-Frech-Makaken, sondern um schwarze Affen, die viel schöner und friedlicher zu sein scheinen. Wir entdecken mit Hilfe des Guides noch ein paar Exemplare in den Wipfeln. Da muss schon die Lumix-Knipse mit ihrem Zoom ran, wenn man ein paar Fotos haben will. Für den Wasserfall in der Nähe reicht es nun leider nicht mehr. Der macht schon 17 Uhr zu, aber ein paar schöne Reisterrassen schauen wir uns noch an. Es wird wie immer schnell dunkel. Teilweise ist auch recht viel los auf den Straßen. Die 10 Kilometer und die schlechte Schlaglochstraße vor unserem Stelzenhaus wollen auch noch bewältigt werden. Wir sind wieder mal auf Restaurant bzw. Warungsuche, finden hier aber nichts. Das war wieder mal ein schöner und ereignisreicher Tag auf dieser schönen und ereignisreichen Do-it-yourself-Indonesien-Reise. Draußen fängt es an zu regnen. Das ist das 2. Mal für uns hier in Indonesien. In dieser offenen Bretterbude gibt es kein Moskitonetz. Wir sprühen uns trotzdem vorsichtshalber noch mit Deet ein. Los geht's, 80 Kilometer an die Westküste. Und wie sieht's aus? Kommst du mit an die Westküste? Ja, wenn du mitnimmst. Mach ich. Und geradeaus. Brauchen wir, wirklich, nur 200 Meter. Wieder mal ist Google Maps im Orakelmodus. Gili heißt einfach nur kleine Insel. Die sogenannten Gili-Inseln nordwestlich von Lombok sind berühmt als Party- und Tauchsportinseln. Das ist nicht so unsere Welt. Dann haben wir von den Sigrid-Gilis im Südwesten gehört, wo man auch gut schnorcheln könne, und haben das als letzte Station unserer kleinen Lombok-Vulkan-Roller-Rundreise auserkoren. Natürlich müssen wir uns vom Vulkan dafür etwas entfernen. Nach einem horrend teuren Angebot des Taxiunternehmers, der uns vom Flughafen abholte, habe ich eine Halbtagestour mit unserer spontan gebuchten Herberge Krishna Bungalows vereinbart. Die ist auch noch exklusiv und bringt uns für einen Spottpreis auf die Gilis Nangu, Sudak und Kedes. Wir sind gespannt.
Mangu Island ist die erste Insel, die wir mit unserem privaten Seitenauslegerboot, einem Yukong, ansteuern. Es liegen schon ein paar davon vor Anker, aber es ist trotzdem schön übersichtlich. Weißer Sandstrand, klares Wasser, da will man natürlich sofort reinspringen. Wir müssen zusammen 10.000 Indo-Rupien Inseleintritt bezahlen und schon können wir losschnorcheln. Leider ist das Tauchgehäuse meiner 360-Grad-Cam undicht, sodass kaum brauchbare Unterwasseraufnahmen entstehen. Schade. Nachdem wir auf der Insel, die ein paar Übernachtungsbungalows hat, genug geschnorchelt und gechillt haben, geht es weiter nach Sudak. Hier ist es wieder angenehm leer und wohltuend ruhig. Eine einheimische Großfamilie hat angelegt und es gibt wieder ein paar einzelne Bungalows. Wir schnorcheln noch einmal bis zur Riffkante hinaus, wo es ab in die blaue Tiefe geht. Davor ist ein kleiner Canyon mit Korallen und vielen unterschiedlichen Fischen. Faszinierend. Auf der Insel scheint auch eine Müllkuh zu leben. Die letzte Insel, die Gili Ketis, ist eigentlich nur eine große Sandbank. Auf so etwas war ich noch nie. Eine Legion Italiener bereitet sich hier offenbar auf den Sonnenuntergang vor. Traumhaft schön hier. Zurück bei Krishnas im Bungalow nutze ich noch den kleinen Infinity Pool und setze mich danach auf einen der praktischen Sitzsäcke, um den Sonnenuntergang so richtig zu genießen. Ein wunderbares Stück Planet hier. Echt schön hier. Da könnte man noch ein paar Tage abchillen. Aber das ist der vorletzte Tag unserer 6 Wochen in Indonesien. Wir bezahlen die Restaurant- und Bootszeche von gestern und satteln unsere Roller. Wir passieren wieder kleine Ortschaften mit großen Moscheen, einige davon noch im Bau. Der Verkehr wird allmählich stärker. In einer Kurve lungert wie gestern wieder eine Affenhorde herum. Mataram, die Hauptstadt der Insel, empfängt uns mit einem raketenartigen Gebilde und dichtem Verkehr. Mal schauen, wie viel Zeit wir für die Durchquerung benötigen. Wieder mal eine Tankstelle mit eingebauter Schlange. Dagegen bin ich ja allergisch. Vielleicht schaffen wir es aber auch ohne zu tanken bis in die Homebase. Ich liebe ja meine Ampelstarts mit meinem 150er Roller. Da kommt selten jemand von denen mit, die mich ansonsten immer überholen. Wir machen an einen Mixü halt. Das ist meine Lieblingseisdiele, seit ich diese vor Wochen in Surabaya nachts entdeckte. Wie bereits in allen anderen Filialen auf Java, Bali und nun Lombok haben sie ihr Top-Produkt, den Mango Bobba Dingens, nicht im Angebot. Auch alles andere mit Mango nicht.
Alina wird nun erneut in dichten Indo-Verkehr gespült, meistert das aber wieder verdammt gut. Wir sind jetzt Teil der Moped-Schwärme, die sich meist im Stau befindliche Autos von links und rechts überholen, wann immer sich eine Lücke bietet. Oh, hast du das gesehen? Die Reisetante, als ob sie mit diesem speziellen Verkehr aufgewachsen wäre. Wir sind wieder in Senggigi zurück. Schnell noch im Edelkonsum ein paar Leckereien und Getränke für den Hotelnachmittag einladen. In unserem guten 4-Sterne-Ranz-Hotel, das seine besten Zeiten schon lange hinter sich hat, werden wir vom umtriebig freundlichen Katut in Empfang genommen. Unsere hier gelassenen Rollrucksäcke sind natürlich auch noch da. Wir bekommen unser altes Luxus-Ranzzimmer am Pool bzw. Meer zum übertriebenen Preis zurück, aber sei es drum, hier ist es trotzdem irgendwo sehr okay. Tja, was soll ich sagen? Meine anfängliche Scooter-Zurückhaltung ist völliger Begeisterung gewichen. Schade, dass wir für Lombok und diese Tour nur noch ein paar Tage übrig hatten. Hätte noch ein bisschen so weiterrollen können. Es war wirklich sehr schön. Da hat die Reisetante voll recht. Die Moped-Tour um den Vulkan war traumhaft schön und ein fabelhafter Abschluss unserer 6 Wochen hier im wunderschönen und abenteuerlichen Indonesien. Nach einem Billardmatch mit Alina endet dieses Video genau jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ein Like, ein Abo und vielleicht ein Kommentar wäre einfach nur fantastisch. 1000 Dank dafür.